Die schiere Anzahl an Handhaltungen können beim Einstieg in der chinesischen Kampfkunst überwältigend sein. Damit meine ich noch nicht mal genau Handtechniken, sondern erstmal nur Handhaltungen, sowas wie zum Beispiel eine Faust oder eine Handfläche. In diesem Video zeigen wir dir die allerwichtigsten Handhaltungen, die du als Einsteiger im Hongkün der Familie Wu unbedingt kennen solltest. Hi, ich bin der Pascal von der Wushu Tai Chi Akademie aus Konstanz. Wer mit der chinesischen Kampfkunst beginnt, lernt natürlich am Anfang erstmal die allerwichtigsten Basisstände und ziemlich bald danach dann die ersten Handtechniken mit den ersten Handhaltungen. Und damit ist tatsächlich wirklich gemeint, wie die Hand zum Beispiel geformt ist oder wie sie gehalten wird. Vielleicht hast du hier und da schon mal von ein paar Handhaltungen gehört oder ein paar Handhaltungen gesehen, wie zum Beispiel die Faust, die Handfläche, die aufrechte Faust, Einfingerhandhaltung, Schwerthand, Säbelhand, Hammerfaust, Hakenhand, Rechenfaust, Fingerstoß, Tigerkralle, Adlerkralle, Drachenkralle, Schlangenhand, Phönixauge, Gottesanbeterin, Kranich, Leopard oder Ingwerknollenfaust. Und um das Ganze noch ein bisschen komplizierter zu machen, gibt es je nach System oder Schule unterschiedliche Begriffe für die gleiche Handhaltung. Das bedeutet, für die Faust kannst du je nach System oder je nach Schule entweder Kön, aber genauso Choi sagen. In unserer Akademie bevorzugen wir allerdings den Begriff Kön. Fangen wir am besten gerade mit der ersten Handhaltung an, und zwar die Faust. Kön. Die allererste Handhaltung, die du wahrscheinlich in allen Kampfkünsten lernst, ist natürlich die Faust. Du fängst mit einer offenen Handfläche an und rollst alle Finger bis auf den Daumen langsam in die offene Handfläche rein, bis die Fingerspitzen in der Handfläche verschwinden. Als allerletztes legst du den Daumen über den Zeigefinger und gegebenenfalls noch zur Hälfte auf den Mittelfinger. Für eine stabile Faust möchtest du nicht deinen Daumen vorne auf der Schlagfläche ablegen. Du möchtest schon gar nicht den Daumen in die Hand reinrollen und mit den anderen Fingern ummanteln. Und du möchtest allerdings auch nicht, dass die 4 Fingerspitzen im Grunde genommen offen zu sehen sind. Die Anwendung einer Faust ist sehr vielseitig, wobei die übliche Schlagfläche die Vorderseite deiner Faust ist, insbesondere der Knöchel von Zeigefinger und Mittelfinger. Die Mittelhandknochen von Zeigefinger und Mittelfinger möchtest du auch unbedingt mit deinem Unterarm richtig ausrichten. Das heißt, dein Handgelenk sollte nicht nach oben, nach unten oder zur Seite eingeknickt sein und dein Handrücken sollte bündig mit dem Unterarm abschließen, um genug Struktur zu bieten. Für bestimmte Schlagtechniken möchtest du allerdings die Haltung deiner Faust ein kleines bisschen anpassen, damit du zum Beispiel den Daumen nicht einquetscht. Auch in der Japmunkön der Familie Wu haben wir bestimmte Schlagtechniken, wo dann, wenn wir zum Beispiel mit der Innenseite der Faust schlagen, der Daumen von der Vorderseite dann auf die Außenseite seitlich der Faust rüberwandert. Kommen wir zur zweiten Handhaltung, und zwar der Handfläche, Saojiang. Du fängst mit einer offenen Handfläche an und dein Daumen ist angewinkelt und die restlichen 4 Finger sind aufrecht. In der Regel ist deine Hand angewinkelt und aufrecht, aber je nach Technik und Anwendung ändert sich vielleicht die Ausrichtung deiner Hand. In unserer Akademie machen wir tatsächlich die Unterscheidung zwischen einer Wushu-Handfläche und einer Kung-Fu-Handfläche. Wushu ist der chinesische Leistungssport, bei dem es vordergründig erstmal um Performance und Ästhetik geht. Das heißt, die Handfläche sollte lückenlos abschließen, die Finger sollten sehr, sehr gerade sein und das Handgelenk sollte sehr stark angewinkelt sein. Durch diese Haltung allerdings leidet ein kleines bisschen die Struktur in deinem Handgelenk und ist für eigentliche Stöße nicht wirklich gut geeignet. Beim traditionellen Kung-Fu steht immer noch die Praxis und die Anwendung im Vordergrund. Das heißt, du möchtest tatsächlich an den eigentlichen Stoß denken und deine Intention in die äußere Handballen oder auf die äußere Handkante setzen. Ob die Finger tatsächlich jetzt dann lückenlos abschließen oder super gerade sind, spielt bei der Kung-Fu-Handfläche weniger die Rolle. Denn wichtig ist, wie gesagt, die Praxis, also die Anwendung dieser Handfläche. Die nächste Handhaltung, über die wir sprechen, ist die Tigerkralle, Fu Zhao. Für die Tigerkralle fängst du mit einer offenen Handfläche an und spreizt deine Finger so weit wie möglich. Dein Handgelenk ist angewinkelt. Zum Schluss krallst du mit deinen Fingerspitzen leicht wieder rein. Die Tigerkralle ist eine der wichtigsten Basishandhaltungen. Ähnlich wie bei der Saojiang, also der Handfläche, kann die Tigerkralle als Stoß eingesetzt werden. Dabei ist allerdings der Auftrittspunkt nicht die Fingerspitzen selbst, sondern auf jeden Fall die Innenfläche der Hand. Außerdem kann die Tigerkralle auch als Grifftechnik eingesetzt werden. Das heißt, du kannst Gelenke damit greifen, aber auch natürlich in Muskeln zum Beispiel reingreifen. Und genau aus dem Grund möchtest du auch tatsächlich die Kraft bis in die Fingerspitzen reinbringen. Kommen wir nun zur nächsten Handhaltung, und zwar der Drachenkralle, Long Zhao. Die Drachenkralle unterscheidet sich in ein paar wichtigen Punkten von der Tigerkralle. Die Drachenkralle ist zum Beispiel nicht so stark angewinkelt wie die Tigerkralle. Das Handgelenk ist etwas flacher und der Handrücken schließt zum Beispiel fast schon bündig mit dem Unterarm ab. Die Finger sind bei der Drachenkralle nicht so stark angewinkelt wie bei der Tigerkralle. Sie sind etwas flacher, etwas länger, aber dennoch gebeugt.
Du möchtest immer noch die Spannung bis in die Fingerspitzen lenken, dass die Finger auf jeden Fall stabil sind. Die Drachenkralle wird normalerweise mit allen 5 Fingern gezeigt. Aber je nachdem gibt es auch Variationen, wo zum Beispiel nur Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger gezeigt werden. Kommen wir nun zu einer der wichtigsten Handhaltungen im Hongkün-System, und zwar der Einfingerhandhaltung, Danzisao. Die sogenannte Einfingerhandhaltung ist sehr typisch für das Hongkün-System und ist fast schon symbolisch für das Hongkün-System. Beginne am besten mit einer offenen Handfläche. Dein Daumen bleibt auf jeden Fall weiterhin angewinkelt und dein Zeigefinger bleibt aufrecht. Die restlichen 3 Finger knickst du jetzt ein. Die Handhaltung beim Danzisao sollte leicht gebeugt sein, das heißt, dass dein Handrücken rund ist. Dein Zeigefinger ist wieder leicht gebeugt, hat eine Grundspannung und sollte nicht überstreckt werden. Und die restlichen 3 Finger möchtest du auch nicht zu offen halten oder zu locker halten. Neben diesen Basishandhaltungen gibt es in der chinesischen Kampfkunst natürlich noch unzählige weitere Handhaltungen und noch mehr Variationen davon. Man darf auch nicht vergessen, dass manche Handhaltungen sogar systemspezifisch sind. Jede der 5 Handhaltungen, die wir dir in diesem Video gezeigt haben, haben unterschiedliche praktische Anwendungen, die dann im Training gezeigt und vertieft werden. Achte allerdings bei deinem eigenen Training immer darauf, dass du die richtige Funktion und Intention vor Augen hältst. Nur so kannst du tatsächlich die richtige Struktur und Spannung deiner Hand, deines Handgelenks und der Finger beibehalten und tatsächlich auch trainieren. Wenn dir das Video gefallen hat, klick den Like-Button, hinterlass gerne einen Kommentar und abonniere auf jeden Fall unseren Channel, damit du als allererstes unsere Videos in Zukunft bekommst. Bis zum nächsten Mal.